Hallo, wir haben uns ja schon ewig nicht gesehen. Wart ihr genauso beschäftigt, wie ich es mal war? Zu der Zeit, als Evergrey mich und die Soul Rider unterrichtet hat, unsere Kräfte zu kontrollieren, habe ich auch kaum Tagebuch geführt. Wobei der Mangel an Zeit nicht der einzige Grund war. Ich habe auch befürchtet, dass mein Tagebuch in die falschen Hände geraten könnte. Und so habe ich es nicht gewagt, sonderlich viel zu schreiben. Wenn ich es denn dann doch tat, beschränkte ich mich auf Dinge wie das Wetter oder die Gerüchte der Leute. Sie fürchteten sich, da der Winter in jenem Jahr besonders früh begann. Sie behaupteten, es wäre ein schlechtes Omen. Mich hat dieses Gerede nur genervt. Wäre ich nicht so eng mit der Insel verbunden, hätte ich schon allein aufgrund dieser ständigen Gerüchte und dem Gerede über merkwürdige Zeichen das Weite gesucht. Doch das tat ich nicht. Denn durch Evergreys Unterricht lernte ich die Macht der 4 Kreise kennen. Am Tag vor einem schweren Schicksalsschlag wagte ich es das erste Mal, ein paar Zeilen über das Training aufzuschreiben. An dem Tag hat Evergrey mit uns in der Nähe des Mondsicheldorfs trainiert. Wie immer war Elisabeth voller Zuversicht, während ich das reinste Nervenbündel war. Es war so berauschend, die Magie der 4 Kreise zu spüren. Manchmal war ich mir gar nicht mehr sicher, wo ich endete und wo die Magie begann. Dagegen beneidete ich Eva. Sie war immer so ruhig und gefasst und nahm sich die Zeit, die sie benötigte. Bevor sie irgendwas begann, stellte sie sicher, dass alles genau so ablaufen würde, wie es sollte. Im Gegensatz zu ihr hielt ich mich kaum zurück. Es war doch so viel einfacher, die Magie einfach geschehen zu lassen. Zu versuchen, es zu kontrollieren, war anstrengend und ermüdend. Nach den Übungen war ich oft erschöpft. Avalon versuchte mich etwas zu unterstützen und mich zu ermutigen, seinem Bruder auch mal zu widersprechen, der mich immer nur weiter anstachelte und dazu ermutigte, meine Grenzen zu überschreiten. Doch um ehrlich zu sein, das wollte ich nicht. Ich lebte nur noch für diese kurzen Momente der Macht. Alles andere war langweilig und belanglos geworden. Dass es so nicht lange gut gehen konnte, weiß jeder erfahrene Geschichtenerzähler. Als Teil dieser Geschichte war es mir jedoch nicht bewusst. Einen Tag nach unserem Training im Mondsicheldorf trainierte Evergrey Eva und mich auf dem Eis. Alles lief hervorragend und so ließ uns Evergrey die Übungen allein fortsetzen. Angestachelt von seinen energiegeladenen Worten und der Macht der Magie passierte, was passieren musste. Ohne mir Gedanken um die Konsequenzen zu machen, entfesselte ich die Magie. Als ich erkannte, welchen Schaden ich angerichtet hatte und dass Starshine beinahe meinetwegen gestorben wäre, und dass Eva selbst durch die Heilung von Starshine am Rand zum Tode stand, war es zu spät. Ich habe mich von da an von allen zurückgezogen.
Eva hasste mich. Sie wollte aussteigen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Das wollte ich auch. Es war ein Fehler gewesen, überhaupt Teil von etwas sein zu wollen. Meine Mitschüler hatten recht. Jeglicher Kontakt zu mir sollte vermieden werden, denn ich bringe allen nur Unglück und reiße sie ins Verderben. Die schönste Zeit meines Lebens wurde durch dieses eine Ereignis beendet und ins Gegenteil gewandelt. Und ich konnte niemandem außer mir selbst die Schuld dafür geben. Elisabeth schrieb mir eine Einladung zum jährlichen Lichtritt. Sie hoffte, dass wir dadurch wieder zueinander finden würden. Doch ich konnte ihr nicht antworten. Bitte entschuldigt. Die Erinnerungen an diese Zeit schmerzen nach wie vor. Lasst uns bitte ein anderes Mal weitermachen.